Wie hast du es geschafft, so selbstbewusst zu werden, Linda? Es war ein Weg, ein langer Weg. Hm, Ich glaube, am meisten geholfen haben mir da die tollen Frauen auf Instagram, die sich komplett ohne Perücke, ohne Kopfbedeckung da zeigen, Fotos von sich posten. Ich habe mir tatsächlich damals, also vor 2 Jahren, das ist 2,5 Jahre ist es jetzt, glaube ich, her, Instagram dann auch gemacht, weil ich diesen Frauen, also ich hatte die erst, genau, Relativ ich war frisch erst in, noch, ne? ja, Mhm. ja, ich war erst in so einer Facebook-Gruppe, Okay. und da war auch, also es war so eine, ja, wie so eine Art Selbsthilfegruppe. Mhm. Und da haben dann aber immer mehr Frauen halt auch so ihre Profile von Instagram geteilt. Und wenn man selber kein Instagram hat, kann man ja immer nur bestimmte Sachen sehen. Und irgendwann habe ich mich da angemeldet tatsächlich, hauptsächlich um, ja, um die ganzen Inhalte von diesen Frauen zu sehen. Und habe dann auch angefangen, ich habe niemandem erzählt, dass ich Instagram habe. Also mir ist am Anfang niemand gefolgt, den ich kannte. Und habe dann angefangen, selber Fotos von mir ohne Haare zu posten. Also Instagram war da irgendwie für mich so das Coming Out erstmal vor fremden Menschen. Und das hat mir total geholfen, weil ich ja einfach, ich meine, wenn ich Feedback bekommen habe, dann nur positives Feedback. Und dann war das wirklich schrittweise. Also es war erstmal so in der WG. Ich meine, in der WG kannten mich die Leute oder meine Mitbewohnerin damals sowieso auch ohne Perücke. Aber dass ich dann auch mal die Perücke abgelassen habe, wenn vielleicht Besuch kam. Dann habe ich es immer gemacht, wenn ich mal ausgegangen bin, weil so beim Feiern gehen oder so, wenn einen die Leute nicht kennen, war das für mich auch nicht so das große Problem. Oder im Urlaub, wo mich auch keiner kennt, dass ich da einfach mal die Perücken abgenommen habe. Also wirklich so schrittweise. Mhm. Und irgendwann habe ich das dann in jeden meiner Lebensbereiche integriert und habe Gott sei Dank auch wirklich nur positives Feedback von den Leuten bekommen. Das hat mir natürlich auch total geholfen und mich immer bestärkt, da auch weiterzugehen. Cool. Du bist also Stück für Stück da dran gegangen und wie du es Ja. vorhin beschrieben hast, als am Anfang quasi an See gegangen bist, aber du würdest gerne in den See springen, aber du dachtest, nee, dann fliegen mir meine Augenbrauen weg oder so wie bei mir dann halt meine Frisur, die ich damals auf dem Kopf hatte. Ähm, Kannst du dann halt jetzt einfach sagen, ja, egal, fuck it, dann mache ich es einfach, weißt du? Und so hast du dich dann quasi auch an die, sage ich mal, Lösung für dich rangerobbt, weil das ist ja ein Prozess. Und einer 14-Jährigen oder mir als 14-Jähriger, als das bei mir so Stück für Stück anfing und ich habe es auch gar nicht erst gemerkt. Ich hatte halt schulterlanges Haar, ich ging auf Rockkonzerten, ja, und wenn dann mal Haare abflogen, ja, das gehörte halt dazu, weil das Metal war, so nach dem Motto, weißt du? Also das war, man hat sich über 100.000 Sachen den Kopf gemacht, aber nicht um den eigenen Kopf, nach dem Motto. Und interessant, dass du sagst, dass du dann halt so Stück für Stück für dich erstmal mit fremden Menschen in Kontakt gekommen bist mit einem neuen Ich, was du dir dann aufgebaut hast und was du dir jetzt quasi nicht mehr ohne vorstellen kannst, weil für meinen Teil kann ich sagen, ich habe dich genau exakt so kennengelernt, wie wir beide gerade diesen Podcast führen. Und ich sehe dich und ich war erst überrascht, als ich dann in deinem Instagram-Profil gescrollt habe und dann Fotos gesehen habe mit dir mit Perücke. Und dann war ich mir erst unsicher, ob das also echten Haare sind, weil ich kannte dich ja noch nicht und ob das so ein Switch war für dich. Und erst dann habe ich realisiert und nachdem wir geschrieben haben, was halt wirklich bei dir im Kopf und auf dem Kopf vorgegangen ist. Daher finde ich das total interessant, dass du dir dein Selbstbewusstsein Stück für Stück einmal erhalten hast und noch gestärkt hast. Immer mit dem Feedback, was du dir auch selber gegeben hast und von außen quasi kam. Und bei mir selber, wenn ich mich da nochmal so meine Vergangenheit Revue passieren lasse, in einem selbst ist es halt 100-mal schlimmer, als es tatsächlich nach außen wahrgenommen wird. Und ja, ich gebe dir recht, wenn man jetzt rausgeht, egal ob Frau oder Mann, mit einer Glatze und man polarisiert, dann gibt es einen von 10 Leuten, der mal komisch guckt. Und am Anfang ist es mir auch schwer gefallen, die 9 Leute zu beachten, die mich
nicht beachtet haben, die mich für normal gesehen haben, weil nämlich dieser eine viel krasser aufgefallen ist von den 10, wo 9 eigentlich weggeguckt haben, weil das nichts Besonderes für die war. Und Stück für Stück habe ich dann auch realisiert, er ist ja auch nur einer von vielen. Und wenn man das dann hochmultipliziert, wie viele gute Menschen gibt es und wie viele schlechte gibt es davon, wenn man das jetzt mal so einfach über einen Kamm scheren kann. Und dann ist mir dann halt auch mehr und mehr durch das Projekt Venicare klar geworden, was für mich jetzt mittlerweile völliger Standard geworden ist, dass ich rausgehe, auch mit keinem frisch rasierten Kopf, wo man halt meine kahlen Stellen sieht, wo man den Haarausfall krass sieht, wo man den Kranz sieht. Und ich werde automatisch 10, 15 Jahre älter, wenn ich in den Spiegel gucke. Mhm. Dann gehe ich raus und dann sage ich, ja, egal. Ich hatte gerade keine Lust auf eine Kappe, ist eh zu warm. So genau das Gegenteil ist eingetroffen. Und wenn ich mir jetzt dann aber den Kopf rasiere, dann fühle ich mich anders. Und ich musste mich da auch erstmal neu reindenken und auch selber da rein entwickeln, weil ich würde jetzt auch von dir gerne wissen, wenn du 14 bist, du hast dich ja noch nicht entwickelt, du weißt gar nicht, wer du bist. Also ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß heutzutage noch nicht genau, wer ich bin und ich entdecke immer noch neue Sachen an mir. Und Haarausfall war ungemein eine lehrreiche Lektion für mich, weil zu dem Zeitpunkt, als der Haarausfall bei mir krasser wurde, da war ich noch nicht fertig ausgebildet. Und zwar nicht nur beruflicher Natur, also ich war in der Ausbildung, als auch in meinem Leben. Und ich musste mich quasi in meiner Entwicklung nochmal neu entwickeln. Und zwar ohne Haarausfall, aber dafür mit Glatze. Wie ging es dir dabei, dass du, während du in deiner Pubertät steckst, dich gerade am Entwickeln bist, sprichwörtlich, und dann musst du dich quasi nochmal neu entwickeln, für dich selber neu finden. Wie fühlt sich das an? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, das war auf jeden Fall eine super große Herausforderung. Und ich weiß gar nicht, es hat sich gar nicht so angefühlt, als würde ich mich neu erfinden, sondern das war dann halt irgendwie so ein Faktor einfach, der in meine Entwicklung mit reingespielt hat. Also es fühlt sich eher so an, als ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich halt mit diesem Haarausfall, also mit dieser Herausforderung entwickelt. Alopecia ist einfach jetzt schon seit vielen Jahren mein Begleiter, meine Begleiterin und hat mich eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern hat mich zu der Person gemacht, die ich bin. Und ich frage mich tatsächlich häufig auch, wer ich eigentlich ohne Alopecia wäre. Hm. Ich Gute weiß nicht, ob du Frage. das auch kennst, Gute diese Frage. Frage. Ja, wie ich mich wohl entwickelt hätte, wenn ich keinen Haarausfall hätte. Wenn ich ganz normal einfach immer Haare hätte, hätte ich dann auch so Selbstwert, Probleme gehabt, wäre ich dann stärker, oder was heißt stärker, ist auch ein komischer Ausdruck, aber wäre ich dann selbstbewusster, wäre ich weniger selbstbewusst, hätte es vielleicht irgendwelche anderen Herausforderungen gegeben, beziehungsweise hätte ich andere Sachen als herausfordernd angesehen, die ich jetzt vielleicht gar nicht als so herausfordernd betrachte, weil Alopecia eben für mich so eine der größten Herausforderungen ist oder war. Das ist eigentlich eher so eine Frage, die ich mir tatsächlich oft stelle. Also ja, es fühlt sich eher so an, als wäre, als, hm, ja, Alopecia begleitet mich einfach schon so lange und ich habe mich gefühlt gar nicht unbedingt neu entwickelt, sondern halt eher damit entwickelt oder dadurch auch entwickelt, Hm. beziehungsweise dadurch so entwickelt, wie ich mich eben entwickelt habe.